Im Zuge von Stuttgart 21 baut die Bahn den Bonatzbau zu einem modernen Bahnhofsgebäude mit vielen Serviceeinrichtungen, Geschäften und einem Hotel um. Dafür bekommt der 1922 in Betrieb genommene Bonatzbau ein völlig neues Innenleben. Die Bahn saniert das denkmalgeschützte Gebäude innen komplett und lässt dabei die stadtbildprägenden Außenmauern stehen. Für die sehr aufwendige Sanierung musste der Bonatzbau zunächst entkernt werden. Dieser Arbeitsschritt ist inzwischen nahezu abgeschlossen. Dieses Bohrgerät hat symbolische Bedeutung. Seine Anlieferung markiert den eigentlichen Beginn des Neubaus im Bonatzbau. Die hier umgeklappte Maschine ist aufgestellt 20 Meter hoch und misst nur einige Zentimeter weniger als die Einfahrt in den Bonatzbau. Hier sind Nerven aus Stahl und höchste Präzision gefragt. Es ist geschafft. Die riesige Bohrmaschine hat es unversehrt und ohne auch nur einen Kratzer im Putz zu hinterlassen, in die ehemalige große Wandelhalle des Bonatzbaus geschafft. Gleich danach geht die Fahrt weiter zum ersten Einsatzort. Dort angekommen, wird das Gerät für die erste Bohrung vorbereitet. Ja, wir sind heute im Bonatzbau unterwegs und aktuell stehen wir jetzt hier auf der linken Seite von dem Mittelbau. Und wenn der Bahnhof fertig ist und in Betrieb genommen, dann ist dort, wo wir jetzt gerade stehen, später voraussichtlich eine Verkaufsfläche. Heute ist für uns ein wichtiger Meilenstein beim Bauvorhaben Bonatzbau. Wir sehen hinter uns, dass heute das Bohrgerät angeliefert wurde, um die Verbauten herzustellen in dem Mittelbau. Das heißt, wir fangen jetzt heute tatsächlich an, den neuen Teil des Bonatzbaus zu errichten. Und das ist für uns so ein Stück weit ein Wechsel im Projekt. Wir haben bisher sehr viel mit Rückbauarbeiten und Entkernungsarbeiten zu tun gehabt. Und jetzt fangen wir tatsächlich mit dem Neubau an. Unser heute angeliefertes Bohrgerät, das stellt jetzt hier eine Baugrubenumschließung dar. Das heißt, wir stellen umlaufend in dem ganzen Areal, in dem wir uns gerade befinden, stellen wir Bohrungen her, die füllen wir mit Beton auf und dann können wir innerhalb der Bohrungen den gesamten Bereich hier ausheben. Wenn der Aushub dann abgeschlossen ist, dann können wir in dem Bereich hier noch ein Kellergeschoss herstellen. Und in dem Kellergeschoss wird dann später die Technik und die Ver- und Entsorgung des Bonatzbaus stattfinden. Wir sehen jetzt hier im Plan einmal von oben drauf, senkrecht auf den Gebäudeteil, wo wir eben drin standen. Und man sieht hier schön, dass wir an dieser Linie hier einmal rundlaufend unsere Bohrpfähle herstellen. Hier sehen wir jetzt nochmal das Ganze durch die Baugrube geschnitten. Das heißt, wir gucken von der Seite auf unsere Baugrube und sehen hier im Schnitt dann einmal den hergestellten Bohrpfahl und wir sehen dann hier auch noch eine Rückverankerung von dem Bohrpfahl
Und wir sehen dann, dass wir die Baugrube in 2 Arbeitsschritten ausheben. Wir heben im ersten Schritt bis ungefähr einen halben Meter unter die Ankerlage aus. Dann stellen wir hier die Anker her. Und im zweiten Arbeitsschritt heben wir dann bis auf das Niveau von der Baugrubensohle aus und können dann oberhalb von der zweiten Aushubebene einmal eine Filterkiesschicht herstellen, um die Umläufigkeit um das Bauwerk sicherzustellen. Und im zweiten Schritt stellen wir dann die Bodenplatte her. Was man auf dem Bild hier auch ganz gut sieht, in dunkelgrau ist hier nochmal dargestellt im Schnitt der verbleibende Bestand vom Bonatzbau, und wir stellen unsere Bohrpfähle tatsächlich unmittelbar neben der bestehenden Bausubstanz her, bleiben aber so weit weg von dieser, dass diese nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir stellen pro Bauabschnitt ungefähr 60 bis 70 Bohrpfähle her. Wir haben Verbaupfähle und Gründungspfähle in diesem Bauteil hier. Das Gleiche machen wir dann im Mittelbau auch nochmal auf der anderen Seite, sodass wir hier beim Bauvorhaben Bonatzbau in Summe ungefähr 150 Pfähle herstellen. Und die Pfähle, die wir herstellen, die gehen zwischen 6 und 13 Meter in die Tiefe. Man kann das Bohrgerät unterteilen, ja. Also das Bohrgerät hat verschiedene Teile, und der Kern, den man sieht, ist tatsächlich der Bohrkopf. An den Bohrkopf werden die Rohre angehängt, die hier neben uns liegen. Das ist ein Drehbohrverfahren, was hier zum Einsatz kommt. Das heißt, das Bohrgerät wird die Verrohrungen drehen und dabei in das Erdreich führen. Und dann gibt es im Inneren des Bohrkopfes eine Bohrschnecke. Mit der Bohrschnecke wird das Erdreich innerhalb der Stahlverrohrung gefördert, und so habe ich dann ein Loch hergestellt, das mit dem Stahlrohr gestützt wird. Und wenn dann das Loch fertig hergestellt ist mit der Stahlverrohrung, dann kann ich dort im zweiten Schritt einen Bewährungskorb einführen. Und wenn der Bewährungskorb in das Bohrloch eingehoben ist, dann wird über eine Öffnung Beton in das Bohrloch eingefüllt. Und während man den Beton in das Bohrloch einfüllt, zieht man die Stahlverrohrung wieder raus, und somit habe ich dann ein mit Beton und Stahl gefülltes Loch hergestellt, und ja, das Loch trägt dann im Prinzip die Lasten ab. Wir hatten ja eben schon gesagt, wir machen hier ein Drehbohrverfahren, und konkret wird hier das Kelly-Bohrverfahren eingesetzt. Und jetzt sieht man hier gerade, dass das Passstück von der Kelly-Stange zu der Stahlverrohrung wird gerade an den Mäkler angebaut, so dass man dann die Stahlrohre tatsächlich auch direkt festmachen kann an dem Anbauteil vom Bohrgerät. Am nächsten Montag geht es dann tatsächlich richtig los mit der ersten Pfahlherstellung, und dann wird wahrscheinlich auch schon am Montag der erste Pfahl betoniert. Wenn der neue Stuttgarter Bahnhof in Betrieb genommen wird, werden die meisten Passagiere nach wie vor durch den Bonatzbau laufen. Der Bonatzbau ist auch ebenerdig von der Königsstraße zu erreichen. Das heißt, man kann ebenerdig von der Königsstraße durch den Bonatzbau auf die großen Verteilerstege in der Gleishalle laufen. Der Bonatzbau wird auch zukünftig das Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs sein. Komplett saniert mit neu gebauten Wegen und Ebenen und vor allem mit vielen Angeboten an Service, Waren und Dienstleistungen in einem modernen Ambiente. Für diesen Neubau hinter historischen Fassaden ist nun der erste Schritt getan.